Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Diana Ankutinova und dem Song Etwas Großes. Ich weiß leider nicht, wie der Originaltitel ist. YouTube hat es hier wieder übersetzt. Es ist auf jeden Fall die Akustikversion. Und etwas Großes, das kann ja alles sein. Das kann ein großes Ereignis sein im Leben zum Beispiel. Etwas, was viel verändert hat im Leben. Das kann ein großes Gefühl sein. Ja, wie zum Beispiel die Liebe. Es kann alles sein. Es kann auch einfach ein großes Geschenk sein. Ein neues Auto. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Die Untertitel sind an und ich freue mich. Diana, sing uns ein Lied. Ganz kurz, ich finde dieses Mikrofon sehr schön. Generell so Mikrofone mit so einem, ja, etwas altmodischeren Design. Sie müssten natürlich aktuelle Technik haben, aber das Design, ich mag sowas. Ja, es gibt so einige Mikrofone, die ja so ein Retro-Design haben. Das finde ich ganz cool immer. Vielleicht, ja, deshalb habe ich jetzt noch gar nicht so lange das Mikrofon. Das wäre bescheuert, schon wieder ein neues zu kaufen. Ne? Das wäre bescheuert. Und ich bin nicht bescheuert. Nein. Запах соленого попкорна учит сильнее дышать. Мне было так тогда свободно и легко бежать. А сейчас я лежу, а сейчас я смотрю на небо и листву, а сейчас я мечтаю о детстве. Я мечтаю о детстве. Самый первый день или ранний час, самый светлый взгляд или первый шаг. Ты лежишь в руках, улыбаешься. Среди горя ты не значишься. Ja, ist ein schöner Text und ein wunderschöner Song. Ich mag ja Akustikversionen. Bin ich großer Fan von. Und das hier klingt wieder perfekt. Ja, als Kind hat man sich so wenig Gedanken gemacht einfach. Man ist einfach losgegangen, man ist losgerannt, man hat gespielt, man hat Spaß gehabt am Leben. Man hat ausgesprochen, was man aussprechen wollte. Und je älter man wird, umso mehr Gedanken macht man sich über das, was man tut, was man sagt. Natürlich auch, weil man zum Beispiel mit dem, was man sagt, niemanden verletzen möchte und deshalb auch nachdenkt besser, bevor man etwas sagt. Was als Kind, da machst du dir keine Gedanken darüber, ob du jetzt jemanden verletzt, sondern du sprichst das aus, weil es dir gerade in den Kopf kommt. Und dann, ja, wenn es falsch ist, wird es dir schon jemand sagen. Nee. Gut. Aber naja, Erwachsenwerden gehört dazu. Und so ein bisschen das Kindliche sollte man sich aber irgendwie doch noch behalten dürfen, finde ich. Ja, man sollte sich nicht schämen, wenn man noch so ein paar kindische Eigenschaften hat. Denn das gehört zur Persönlichkeit dann dazu. Und jeder Mensch ist individuell und sollte das so leben können, wie er das für richtig hält. Ohne dass da jemand drüber lacht. So, wir schauen mal weiter. В памяти сугробы медведи, и папа стоит на балконе. Мы для него просто дети. Он для нас что-то
черные облака. На подушке с лучами листва. Где же ты, детство? Это мое милое воспоминание. Это мое воспоминание. Воспоминание. Это мое воспоминание. Danke Ralf Henning für die Übersetzung. Schon mal hier an der Stelle. Ein wundervoller Song. Ja, wenn man Kind ist, da ist der Papa oder generell die Eltern natürlich was ganz Großes. Und man hat das Gefühl, sie haben immer eine Antwort parat. Sie wissen immer, wie die Welt funktioniert. Sie wissen einfach alles. Und wenn man dann erwachsen ist und selbst Kinder hat, merkt man erstmal, wie ratlos Eltern eigentlich oft sind. Und wie sie irgendwie immer versuchen, das Richtige zu tun und den Kindern das Richtige zu vermitteln, aber selbst gar nicht wissen, ob das jetzt so richtig ist, was sie machen oder nicht. Aber am Ende ist das Wichtigste, dass das Kind eine glückliche Kindheit hat und zu einem mitfühlenden, wohlwollenden Menschen wird. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste und ja, naja. Aber die Kindheit vermissen wir doch irgendwie alle ein bisschen. Vielleicht nicht immer alles an der Kindheit, ja. Es gab sicher in jedem Leben mal Momente in der Kindheit, wo man sich denkt, okay, den Teil könnte man vielleicht weglassen. Aber gut, das hier werden wir uns auch ansehen. Niemand redet. Auch eine Akustikversion. Auf jeden Fall möchte ich mal das ansehen. Ich packe es sofort auf die Liste. Und das ist auch sehr kurz. Also, ja, können wir nächste Woche vielleicht mit reinnehmen, wenn ihr möchtet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.